Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Für alle, die neu hier sind, mein Name ist Jens. Auf meinem Kanal gibt es jede Menge Technikvideos, unter anderem im Bereich der Videografie und Fotografie. Du hast schöne Erinnerungen und fühlst dich für einen Moment in der Zeit zurückgeworfen, wenn du deine Pixelhelden aus vergangenen Videogames wieder siehst? Dann habe ich heute vielleicht genau das Richtige für dich. In meinem heutigen Video stelle ich dir den DiVoom Pixo vor. Hierbei handelt es sich um einen LED-Multifunktionsrahmen der besonderen Art. Aber seht selbst. Im Lieferumfang enthalten sind einmal die Anleitung, Pixelart Sticker, ein USB-A zu USB-C Ladekabel und natürlich der DiVoom Pixo Frame inklusive abnehmbaren Standfuß. Das ist kein gesponsertes Video. Die hier vorgestellten Produkte habe ich von meinem eigenen Geld gekauft. Ich möchte lediglich meine persönliche Meinung über diese Produkte mit euch teilen. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Die Außenmaße liegen bei 20 x 20 cm. Das Display besteht aus einer 16 x 16 Full RGB Anzeige. Im Inneren befindet sich ein 2500 mAh starker Akku. Die Laufzeit im Batteriebetrieb beträgt ca. 6 Stunden, je nach Anwendung und Helligkeit des Displays. Mit Hilfe des USB-C Ladekabels ist natürlich auch eine dauerhafte Stromversorgung möglich. An der Oberseite befindet sich der Ein- und Ausknopf. Durch kurzes Drücken sieht man außerdem die Akku-Statusanzeige für einen kleinen Moment auf dem Display. Außerdem befindet sich ein Menüknopf unterhalb des Displays zum einfachen Umschalten der Presets. Oberhalb des Displays befinden sich 3 kleine Öffnungen. Darunter befindet sich das interne Mikrofon für Anwendungen wie zum Beispiel der Lärmpegelmessung. Für eine umfangreiche und optimale Steuerung des Pixo Frames benötigt man die DiVoom Smart App. Diese steht für Android und iOS zum Download bereit. Dafür scannt ihr am besten mit eurem Smartphone den QR-Code auf Seite 1 der Bedienungsanleitung. Mit der DiVoom Smart App gibt es zahlreiche frei wählbare Pixelart-Motive aus der Community-Galerie. Es gibt eine sehr hilfreiche Anzeigefunktion im Pixo Frame für eingehende Benachrichtigungen am Smartphone, wie zum Beispiel eingehende WhatsApp-Nachrichten oder Facebook-Nachrichten. Dazu wird das jeweilige Logo auf dem Display als Pixelart dargestellt, was ich richtig nett finde. Außerdem gibt es zahlreiche Anwendungen im Entdecken-Tab, wie zum Beispiel Terminplaner, Wetter, Timer, Lärmpegelmessung und. Die Anwendungsmöglichkeiten werden stetig weiterentwickelt, wodurch die DiVoom Smart App immer umfangreicher wird. Das hat zum einen was Gutes, zum anderen wird die App dadurch etwas unübersichtlich für meinen Geschmack. Aber das ist halt Ansichtssache. Der DiVoom Pixo Frame kostet 49,99 €. Das ist meiner Meinung nach für ein so liebevoll gestaltetes Technik-Gadget ein angemessener Preis. Der DiVoom Pixo ist ein einzigartiger Pixelart-Bilderrahmen mit einer Menge nützlicher Funktionen für Leute, die den Retro-Pixel-Look lieben. Anfangs ist das Handling der DiVoom-App etwas frustrierend, da diese am Anfang sehr überladen und unübersichtlich wirkt. Hat man sich nach einer kurzen Angewöhnungsphase einen Überblick verschafft, läuft die Sache dann schon um einiges runder. Das stetige Wachsen der Pixelart-Galerie verdankt man der großen Pixelart-Community, die rund um die Uhr neue Bilder designen. Selbst kann man natürlich auch kreativ werden und mit eigens designten Bildern auch ein Teil der Community werden. Wer immer noch von damaligen Retro-Games schwärmt und zum Beispiel seine Retro-Helden im Pixel-Look auf einem Multifunktionsbilderrahmen visualisieren möchte, der kann mit dem Pixo von DiVoom nicht viel falsch machen. Das war's für heute mal wieder. Wenn ich euch mit diesem Video bei eurer Kaufentscheidung etwas weiterhelfen konnte, zeigt es mir gerne mit einem Like.
Und wenn ihr keine weiteren Videos auf meinem Kanal verpassen möchtet, lasst gerne auch ein Abo da, würde mich sehr freuen. Ansonsten bis nächste Woche zu einem neuen Technikvideo auf meinem Kanal. Euer Jens. Ciao.